Hallo liebe Schweißer Community und herzlich willkommen bei der Edge Army. Bei mir geht es heute darum, welchen Edge Welding Cup benutze ich für welches Verfahren. Ich habe dazu 3 Materialien rausgesucht, einmal Stahl, Aluminium und Edelstahl, und will euch heute zeigen, welchen Cup ich für welches Material benutze. Bei Stahl werde ich euch zeigen, benutze ich Edge Welding Cup 10. Da werde ich diese beiden Kastenprofile verschweißen. Bei Aluminium benutze ich die 7 und beim Edelstahl, bei diesen beiden Rohren zum Beispiel, nehme ich den Edge Welding Cup 12. Und wenn es darum geht, Bilder zu schweißen oder schöne Farben zu erzeugen, nehme ich die 15. Ich werde jetzt jede Materialien mal zusammenschweißen und euch zeigen, wie das dann aussieht. Also, bis gleich. So, kommen wir zum Aluminium. Dazu wechsle ich einmal die Düse. Finde ich bei Edge auch einwandfrei, nicht abschrauben. Ich drehe einfach bloß den Cup runter und mache mir den neuen drauf. Für Aluminium benutze ich die 7. Kann man auch 6 oder 8, wobei 8 schon eigentlich fast zu groß ist. 6 oder 7 reicht vollkommen aus. Von der Literzahl her, ich schweiße das Aluminium mit 8 Liter pro Minute, das ist vollkommen ausreichend. Ich hefte jetzt wieder diese beiden Aluminiumteile zusammen und werde sie verschweißen und zeige euch dann das Ergebnis. Dann kann ich nochmal die Schiebschicht rausreißen. Absaugung einschalten. Und los geht's. Hier einmal das Ergebnis. Also wie gesagt, für Aluminium vollkommen ausreichend, die 6 oder die 7 schweißt sich einwandfrei. Kommen wir zum Edelstahl oder Chrom-Nickel-Stahl. Ich fange mit Rohr an und dafür nehme ich dann Edge Welding Cup 12. So, kommen wir zum Edelstahl. Dafür habe ich mir einmal 2 Rohre vorbereitet und 2 Flachstäbe zusammengehoften, dass wir hier die Kehlen abschweißen können. Jetzt wechsle ich einmal die Nadel. Und wie gesagt, für Edelstahlrohre oder Bleche nehmen wir den Edge Cup 12. Die Nadel können wir ruhig so 10 bis 12 mm rausstehen lassen. Vom Gas her, ich schweiße jetzt mit 10 bis 12 Liter ungefähr.
werde mir jetzt hier die beiden Rohre zusammenheften und dann verschweißen und danach die Kehlen abschalten. Am Herzerherd verschweiße ich die Rohre so mit ungefähr 50 bis 60 Ampere. Gehen wir mal auf 56 Ampere. Ich habe mir jetzt geholfen und werde das jetzt verschweißen. Absaugen wieder einschalten. Und los geht's. Hier haben wir das Ergebnis. Das ist jetzt sogenanntes Handlaufrohr. Wenn wir Handläufe oder sowas schweißen, Balkongeländer, dann werden die Nähte sowieso immer poliert oder wenn die Naht stehen bleibt, wird das bei uns gebeizt. So. Jetzt hier die beiden Bleche schweiße ich diese Kehlnaht. Dazu werde ich ca. auf 70 Ampere gehen, 60 vielleicht. Gehen wir mal auf 70 Ampere. Die Gas-Nachströmzeit werden wir noch verändern hier auf 6 Sekunden. Ganz okay. So, nochmal abgeheften. Absaugen wieder einschalten. Ich habe jetzt beim Heften gemerkt, 70 Ampere ist ein bisschen wenig. Ich gehe jetzt mal auf 75 Ampere. Okay, los geht's.
So, hier haben wir das Ergebnis. Kaum Anlauf haben. Durch das Anlegen der Glasdüse an dem Blech und immer diese Pendeln habe ich eine wunderschöne Gasströmung und produziere kaum Anlauffarben. Gut. Kommen wir zum letzten Cup, dem 15er, womit ich immer meine Weltarts schweiße, einfach um schöne Färbung oder hinzukriegen oder zu vermeiden, dass das Blech irgendwie verbrennt. Dazu habe ich ein Blech vorbereitet, zeige ich euch gleich. So, kommen wir zum letzten, Edge Welding Cup 15. Der ist natürlich vielseitig einsetzbar, auch wenn jetzt enge Stellen sind, wo ich die Nadeln doch mal weiter rausnehmen muss oder so, macht er sich einmal frei. Ich benutze den hauptsächlich, wenn ich Weldarts schweiße. Dafür habe ich hier mal was Kleines vorbereitet. Den kleinen Edge-Schriftzug, den werde ich jetzt hier für euch schweißen. Es kommt halt immer darauf an, man kann die Nadel hier auch mal 18 mm, 20 mm weit raus machen und man hat genügend Gasabdeckung. Und wie gesagt, für meine Weltarts benutze ich hauptsächlich den. Gut, na dann, ich schweiße mit 60 Ampere, 13 bis 14 Liter. Legen wir los. Wie man jetzt hier schon schön sehen kann, kaum Anlauf haben. Es kommt auch immer darauf an, wie groß das Blech ist und so weiter. Die Hitzeverteilung. Ich drehe jetzt mal ein bisschen hoch auf 65 Ampere. Aber gut. Ich nehme jetzt mal die Nadel noch ein Stückchen weiter raus, weil ich jetzt hier kaum Anlauffarben habe und ich den Schriftzug doch ein bisschen bunter haben will. Dafür ist der Edge 15 halt sehr gut. Man kann variieren mit der Nadel, rein, raus, kann auf enge Stellen schweißen und sowas. Das ist eigentlich mein Lieblingscup von Edge.
So, bin ich auch schon fertig. Das ist das Ergebnis. Wie man sieht, halt hier kaum Anlauf haben, auch wenn ich die Nadel jetzt mal 2 cm weit rausgenommen habe oder so. Der Cup deckt das eigentlich einwandfrei ab, also macht sich super. So, das war's dazu. Ich habe euch hier vorne noch mal kurz hingestellt, die ganzen Materialien, mit welchem Cup ich die geschweißt habe. Aluminium mit dem Edge 7, solche Weltarts mit Edge 15, Rohr, Edelstahl und Kehlnähte mit dem Edge 12 und bei Stahl mit Edge 10. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, irgendwie einfach in die Kommentare reinschreiben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, aus Deutschland, Germany, euer Lars.